Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, heute gehen wir nach Verona, aber nicht zu Fuß. Ernsthaft. Ja, da gibt es einen besseren Warp. Schloss Verona. Aber ja, willkommen am Schloss Verona. Zeit, uns mit Leuten zu treffen. Hello, Asbel. It's so nice to see you again. Sharia! Wait a minute. What's the matter with you? I just didn't expect to see you here, that's all. King Richard has asked our relief organization for assistance. Is that so? Well, I'm sure you'll be a huge help. Why are you acting so weird? It's nothing. So, how's the relief work going anyway? We've been running ragged lately. People need our help more than ever. I've lost count of how many times I've visited Strata and Fendel. That busy, huh? So does that mean that the monster attacks continue to keep on increasing? We're at our busiest when times are bad. It's been pretty difficult. Honestly, I'd happily lose my job if it meant things were peaceful again. So where's Sophie? Why isn't she here? Well, Tell me the truth. She's not sick, is she? No, she's fine, but Lord Asbel, Miss Sharia, thank you both so much for coming. It's good to see you again, Duke Dallin. His Highness is waiting in the throne room. Right this way, please. Ja, Cheria ist wieder dabei. Gehen wir mal direkt zu Richard. Mehr Story ist halt besser. Asbel, Sharia, thank you for coming. What is it, Richard? Nothing. Don't worry about it. I'm sorry, Asbel. You came here despite all that's going on right now. It's no trouble at all. I'm always ready to help you. Always ready to help out. You haven't changed at all. All of this was in no small way all my fault. However, getting rid of these monsters is the best way I can think of to make amends. And yet it seems that I can't even do that without your assistance. It's all right. Apologies for the delay, Your Highness. It's good to see you again, Captain. And you as well, Hubert. Now we just need Pascal, and our merry gang will be complete once again. Wasn't Pascal supposed to accompany you, Captain?
Yes, I waited for her at the harbor, but she never showed up. That girl never changes. I swear. What's she doing now? Well, most of us have gathered, so let's go ahead and begin. In the last month, monster attacks have been occurring in Strata with greater frequency. It's the same in Fendel. We have fewer monsters, but each seems to do more damage than the last. A familiar story. We and Windor share the same problem. Do we know what's causing this? We've been looking into it, but so far have learned nothing. However, we also know that King Richard has located one of their nests. Recently, some of my knights stumbled onto an ancient underground ruin in the area near Glowandi. The place was crawling with creatures spawned from Lambda. I knew the foul beasts had to be hiding somewhere. An underground nest? It's worth investigating at least. And if we can destroy it altogether, it should help cut down on the number of monster attacks. The ruins appear to be of a Marcian origin. So that's why you wanted Pascal. It's indeed unfortunate that she didn't make it. Unfortunate, but not critical. We'll just have to investigate without her. I suppose so. By the way, Asbel, where's Sophie? She's... Actually, let's talk about that later. Right now we should focus on the ruins. Asbel, Very well. With your permission, Highness, we shall strike out immediately. The entrance to the ruins is in the catacombs beneath Verona. Let's get going. Und alle sind wieder dabei. Zuerst Hubert. Der Fuck, diese Wertesteigerung. Seht euch an, wie göttlich diese Wertesteigerungen sind. So. Der Bestatter. Ja, nein, du kriegst deinen Drachenzahn. Prezi geht zwar etwas runter, aber sonst ist sie besser. Er hat seinen Kaiserraffir. Letzten Kreuzritter. Na, haben wir was Besseres für dich? Bessere letzte Kreuzritter. Kriegst du den. Der war Nova-Widerstand, okay. Nee. Und du kriegst... Ja, den hier. Königliches Gewand wäre, naja, schlechter. Und die anderen Waffen sind auch schlechter. So, und da wir uns jetzt im Future Arc befinden, ist Richard in der Gruppe. Konstant. Bis zum Ende. Ich meine das ernst. Er bleibt in der Gruppe. Ich find's toll, wir haben im Future Arc endlich Richard. Er ist auch auf Teamniveau angehoben, falls man das gerade nicht gesehen hat. 88 und er war nicht untätig, was seine Titel angeht. Die beiden müsste er noch lernen. Also eigentlich ich finde das Kostüm ja gut genug, dass er es lernen müsste. Er hat bei mir genau einen Titel nicht. Ich glaube, es war der Attribut-Titel, das war so klar. Egal. Außer Corona Adonis ist der Titel, den du jetzt lernst. So, und jetzt mit Richard haben wir einige Sachen zu gucken. Erstmal 5. Rad. It's been too long, Asbel. I know, it's been a while. It's good to see all of you guys again. It's good to see you as well. Likewise, it seems I've seen these two more than my own brother lately. Wait, you have? Hubert is in charge of Strata's Nova Monster Eradication Force. I've seen him at the Tri-Nation conferences. My responsibilities have also taken me to Fendel, where Captain Malik has been of great assistance. As the Chancellor's envoy, I've had chances to meet with King Richard on many occasions. Hold on, seriously? And you guys never invited me? Come now, Asbel. These are hardly social calls. Ja, ist klar. Aber
Eine Sache fällt mir gerade ein, die müsste ich bei Richard ändern. Oh nein, er ist nicht auf seine König von Windwerk Kleidung gelockt, sondern auf seine Startkleidung. Glück gehabt, denn ich kann seine König von Windwerk Kleidung nicht wirklich ausstehen. Sie sieht einfach falsch aus für mich. So, nächster Halt ist Gloandi. Aber überirdisch, nicht unterirdisch, wo wir eigentlich hin müssen. Ach ja, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an etwas. Das wird jetzt aufgegriffen. This reminds me of when we traveled around Verona as children. Oh yeah, I remember that. I pretended to be your older brother, Tiger Festival. Yeah, my naming sense back then was kind of, pathetic. But I could come up with a much better name for you now. I fear I must decline. Richard seems to suit me. Asbel, do you still wish you had an older brother? That's right. I used to think about that when I was a kid, didn't I? Oh well. Then you can call me your brother. Huh? Like, out loud? Well, if you really want me to. Brother. Yes, Asbel. It's kind of embarrassing. Maybe I just need to say brother the way Hubert does. Yes, that's more like it. Try it again. Brother. Good. Brother. Nice. They've lost their minds. Die sind viel zu gute Freunde. So, und jetzt wo wir das gemacht haben, zurück nach Land. Weil man kann nie genug Sidequests haben. Warum? Warum hat sie sich für ihn entschieden? Sie hasst mich wohl immer noch dafür, was ich getan habe. Ach, grausames Schicksal, wie du meiner spottest. Ihr müsst über sie hinwegkommen, Fürst Raymond. Langsam wird es peinlich. Ach, und ihr werdet sie wohl einfach vergessen und weitermachen. Wir können nichts tun. Sie kann ihr Leben leben, wie sie es will. Und außerdem können wir nicht mit ihm konkurrieren. Verflucht soll das sein. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihn getötet, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Vielleicht ist es nicht zu spät. Nein. Erwachsene Männer, die über vergangene Liebe reden. Wenn das kein Zeichen ist, dass der Frieden in diese Stadt zurückgekehrt ist, weiß ich nicht, was sonst. Malek. Lasst uns alleine. Ein ungehobelter Bauer wie ihr kann sich solcher Dinge wohl kaum Ihr verletzt mich, Raymond. Danke. Dieser ungehobelte Bauer hat mehr über die Liebe vergessen, als ihr jemals wissen werdet. Vielleicht erlaubt ihr mir, mich an eurem Gespräch zu beteiligen. Oh Mann, ich hab's heute echt nicht mit dem Lesen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann wie ihr eine solche Vergangenheit haben könnte. Ich würde gern alles darüber hören. Ich habe nichts verloren, Malek. Es gibt immer noch Hoffnung, dass sie ihre Meinung ändert. Ja, träum weiter. Ja, nichts lindert den Schmerz einer verlorenen Liebe so gut wie Gesellschaft und ein guter Drink. Kommt, lasst uns diese Unterhaltung bei ein paar Cocktails beenden. Also gut. Oh, na schön. Mann, die Liebe ist ganz schön kompliziert, was? Ja,
Das ist sie. Kein Kommentar dazu, dass Aspel nicht gerafft hat, dass es um Cherry und ihn ging. Aber hey. Er soll es halt nicht raffen. Spielgesetz. So. Verona-Katakomben. Das ist schließlich der Ort, wo wir jetzt hinwollen. Ich glaube noch ein bisschen Wasser der Vergebung. Ja. Wir waren schon lange nicht mehr hier unten. Irgendwann Anfang des Spiels, oder? Dieselben einfachen Gegner wie damals. In die ich auch reinrenne. Oh ja, das stimmt. Aber hey, es muss auch einfache Kämpfe geben. Es kann ja nicht alles nur schwer sein. Und Arkan-Trank. Nett. Hier oben ist nichts. Gehen wir hier lang. Ich meine, wir finden noch Items. Traumgummi, den wir wegwerfen können. So viele Möglichkeiten, wo man lang gehen könnte. Ist hier oben noch was? Nö. Da ist eine Truhe. Sanduhr. Hier noch durch. Alles Teiler, die wir nicht brauchen. Okay, ich hab's verstanden. Ich gehe ja wieder zurück und gehe zur Story. Danke. Lasst mir halt keinen Spaß beim Erkunden von Gebieten, wo ich schon keine Ahnung wie oft war. Aber statt da lang, wo wir lang müssen. Ui, wo kommt denn der Geist her? Erstmal Gnomengewand. Ein neues Gewand für Richard. Es erhöht keine Präzision und kein Ausweichen, aber dafür kein Versteinern, das ist gut. Und die Queers-Verteidigung steigt gut. Also kriegst du es erstmal. Tschüss, Geist. Weise Worte. The relief organization must be tough work. Yes, but it's also quite rewarding. And after all the hard work, it got me thinking about the past. It's a little late, but I finally understand how you felt when you decided to become a knight 7 years ago. You do? You wanted to get stronger so you could protect your friends. Yeah, you're right. So will you support me? Of course. Give it your best. I will. The phrase, men surrender their ideals in adolescence, women pursue them in maturity, comes to mind. Wise words. Who spoke them? The one and only M. Caesar. I've heard that name before. Wait, that's your name. Bormelik. Einfach Bormelik. Mehr kann man nicht sagen. I can't believe all this is underneath Glowandi. It's the first I've known about it. We found a similar looking ruin beneath Wallbrück, remember? That's true. They do seem quite similar. I imagine the Amarcians built them around the same time. I wonder what they're for. I'm sure Pascal would be full of theories. Perhaps. At any rate, let's press on and see what we can learn. I sense powerful monsters down here. Keep your wits about you. Yay. Große Fledermaus, aber erstmal Ruhm ohne Reichtum. I've been hearing about your work from travelers. Everyone says you're doing a great job. In Strata, King Richard is more popular than even our own president. You can actually buy trading cards with his picture on them. In Fendel, his popularity rivals that of the Chancellor. I'm not sure who is more famous. Please believe me.
I don't lead these monster hunts out of some mad desire for fame. My earlier actions dealt a considerable amount of economic damage to both Fendel and Strata. To make restitution for those deeds, Windor has taken on massive amounts of debt. But I'm no fool. Confidence in leadership is something that no amount of money can buy. Your popularity is manifest proof of the trust the people of this world hold for you. In truth, you're the envy of leaders everywhere. Thank you, Malik. And yet, does that justify what's happening? Justify what? My retainers are selling keychains with my face on them. They make dolls in my image, and even King Richard fruit snacks, all to pay down the debt. How shameless! Oh Mann, Richard kann einem echt schon leid tun. Und ja, mochtet ihr die Dingens Ruine von Wallbrück? Mögt ihr die mögt ihr die Windwerk-Ruinen? Mochtet ihr sie nicht? Pech, hier habt ihr es nochmal. Auch wenn es wieder recht One-Way ist. Oh, da war glaube ich gerade der One-Hit-Kill. Asbel. Obwohl, ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich den bei der Lotus-Aureole schon freigeschaltet? Wenn ja, wäre das genial. Dann heißt das nämlich Lotus... Nein, ich habe den noch nicht freigeschaltet. Warum lernst du dieses Art, Asbel? Du hast ein besseres zu lernen. Forstbrecher, Mondlicht, Phantom, Donner, Sturm, Inferno, Plasma, Sperling, Diabolik. Lotus Aureole. Da, hier, am Ende des Titels lernst es. Lernst gefährlichst schnell. So, los geht's. Watch out! Richard! How dare you! Ja, Hubert als erstes. Bestienberster. Nach oben hätte ich gerne das Blitzgewitter. Zur Seite Cross Mirage. Und Scharlachsalve hier. Okay. Bin zufrieden. Los geht's. Everyone stay on your game. Wir haben hier einen Pflaumensaft-Trend. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Ich bin gerade verwirrt. Hat er dieses... Nein, sieht's aus, als hätte Hubert das gar nicht gelernt, oder? Mal sehen. Nein. Er hat auch nicht mal sein drittes Mystic Art gelernt. Hubert, was hast du denn bisher gelernt? Okay. Das erklärt's aber, warum es bisher nie funktioniert hatte. Wir greifen dich einfach an, weil wir es können. Und Dual Blade Dance ist leider genial. Oh, er ist klein geworden. Ach ja. Einfach die Kämpfe auf einmal wieder sind. Das erste. Denn leider sind es immer noch verdammt starke Gegner. You okay, Richard? Yes, I'm fine.
I don't think we can get back up that way. Doesn't look like it. Asbel, Richard, are you okay? We're fine! Keep going! We'll meet you up ahead! Okay, be careful down there. Kinda takes you back to when we were kids, huh? Except Sophie was with us as well. Yeah, she was. Asbel? What is it? How is Lambda doing? Has he been speaking with you or trying to manipulate you in any way? No, he hasn't tried anything like that. I almost killed Sophie because I carried that thing inside me. If that ever happened to you... Don't worry, Richard. Sophie and I are just fine. It's true that neither of us knows what Lambda will do going forward. But living with Lambda was my decision. Whatever problems come up, I'll find a way to deal with them. Will you go away forever, like your father did? Will I be left behind because I'm not human? Whatever problems. What's wrong? Nothing. I probably just hurt myself when we fell. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. Come on, let's go. So, und beim nächsten Mal nur Asbel und Richard. Ich hab die doch oh, du hast den Titel gelernt? Okay, dann muss ich das Kostüm euch nur kurz zeigen, weil das ist einfach irgendwie genial. Auserkorener Adonis. Wer Tales of Symphonia kennt, weiß, welcher Charakter das ist. Und leider ist, auch wenn ich den Charakter an sich nicht so gerne mag, das Kostüm ist einfach genial, finde ich. Deswegen wird es auch erstmal eine Weile tragen. So Leute, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir zusammen mit Richard und Asbel hier durch und hoffentlich finden wir irgendwann die anderen wieder, weil zu zweit ist ein bisschen dämlich. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute.